Ja, mein Anfang war, dass ich einen Film gesehen habe über Kung Fu, der in einem Shaolin-Kloster spielte, und da waren viele Elemente drin, die mich gleich im Herz berührt haben, nämlich Kampfkünste, innere Vitalität, Stärke, Heilung. Dann kamen alte, weise Männer, die wichtige Sachen gesagt haben, wo ich spürte, wow, das hat auch mit Erkenntnis zu tun, aber auch Umgang mit Lebenskrisen und einem Alltag, der Herausforderungen stellt. Und dann merkte ich, das ist es. Wir brauchen für dieses Leben ein Gesamtpaket. Ich glaube, wir haben alle ganz versteckte tiefe Fähigkeiten in uns. Aber durch die Stresszustände, die wir erlebt haben von der Kindheit an und die Sozialisierung, wie wir sein sollten oder was wir leisten sollten, ganz besonders durch das ständige Berieseltsein von Handys und Fernsehen und Computer, fühlen viele Menschen dieses Potenzial nicht. Als zweites, sie haben auch gar keine Kraft und auch nicht den Mut, denn es braucht einen Mut, aus der Komfortzone rauszugehen, um dieses Potenzial zu leben. Unser Konzept besteht daraus, dass wir natürlich Qigong zeigen, Meditation, alle östliche Methoden, die wirklich eine ganz gute Grundlage legen für Vitalität, für Kraft, auch Stabilität im Leben und auch so ein Grundvertrauen schenken, dass du wirklich dich eingebettet fühlst im Leben und von daraus dich immer besser kennenlernst. Es dreht sich nicht darum, irgendwas zu erreichen, was man lernt, wenn man 10 Jahre meditiert oder 10 Jahre Tai Chi praktiziert oder Kampfkünste macht. Es dreht sich um deinen nächsten Schritt in deinem Leben und was du dazu brauchst. Wo stehst du jetzt? Was braucht es für dich, um zu deinem Ziel zu kommen, um dein Potenzial zu entfalten oder gar spirituell zu wachsen und eine andere Sicht des Lebens zu bekommen? Dass du wirklich mehr zu deinem Kern kommst. Und dafür braucht es manchmal noch andere Ansätze, sowie ein Coaching oder Aufstellungsarbeit oder Kommunikation von Herz zu Herz. Ehrlich gucken, wer du bist und wirklich in die Tiefe gehen. Und von daraus können wir dann weiter aus dieser Stabilität noch mehr wachsen. Was mein System ausmacht, ist, ich versuche essentielle Elemente aus den Kampfkünsten, aus dem inneren Qigong und auch Meditation für Heilung und Vitalität zu zeigen und verbinde dann das mit Elementen aus dem Coaching, aus Stress Release oder aus Dingen, die die Menschen für den Alltag hier und jetzt brauchen. Eigentlich braucht jeder Mensch eine Basis in sich und die Hauptthemen, die mir immer begegnen, sind ein Mangel an Lebensenergie. Also beginnen wir eigentlich mit innerer Stärkung, mit Selbstheilung und Aufbau der Vitalität. Das zweite große Thema ist innere Resilienz. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen. Bedeutet auch, ich bin flexibel in meinem Körper, reagiere nicht mit Panik, habe genug Kraft und Ressourcen für Krisen und kann mich rausnehmen aus meiner inneren Verletzung oder meiner Geschichte und aus der Metaperspektive eine Antwort finden. Es ist mein tiefer Wunsch, dass Menschen sich völlig aus ihrem Kern entfalten können, dass sie sich mit ihrem Herz verbunden fühlen und dafür auch eine gute Strategie oder gute Tools haben, dahin zu kommen, dass sie aus dieser Überwältigung kommen und das Gefühl haben, wo soll ich anfangen? Dafür haben wir eine ganz gute Leitfaden und ich freue mich, dass ich damit Menschen helfen kann. Qigong ist ein modernes Wort, also Qi für Lebenskraft und Gong für Kunst, die Kunst, die Lebenskraft zu kultivieren, für die alten Praktiken aus der Weisheitslehre des Dao. So diese Lehren umfasst natürlich vieles, Meditation, Körperlichkeit, Heilung und so weiter. Und all diese Weisheitslehren haben die Idee, alle inneren Energiezentren zu öffnen. Bedeutet, hier haben wir eine tiefe Parallelität von den Praktiken des Dao mit Praktiken des Buddhismus und des Yogas. Und so ist mein Weg dann weitergegangen, dass ich immer mehr in die innere Alchemie des Dao gekommen bin, wo man lernt, kosmische Energien aufzunehmen, aber auch sein Herz zu öffnen und gleichzeitig auch die Energien im Körper
fließen zu lassen und so Organkräfte auszugleichen, aber auch einzelne Organe zu heilen oder zu stärken. Weil dieses Leben hat auch mit Heilung zu tun und Heilung bedeutet auch, ich werde immer mehr heil und ganz und verstehe immer mehr dieses Sein. Da ist ein wichtiger Satz dahinter, den mir auch mal ein alter Meister gesagt hat. Wir beginnen oft als Kämpfer und enden dann als Heiler. Du kannst mit meiner Unterrichtsmethode über mehrere Jahre hinweg, das ist jetzt eine tiefe Geschichte, erreichen, dass dein ganzes Herz sich entfaltet, aller Ballast sich löst und eine vollkommen neue Sicht entsteht. Dies ist der Weg hin zum wahren Potenzial. Dann kommt ein nächster Schritt, wo sich von innen auch Fähigkeiten eröffnen, wie intuitive Fähigkeiten. Du entwickelst Heilkräfte oder hast die Möglichkeit, neue Zusammenhänge zu erkennen, die man rein mental nicht verstehen kann. Das Öffnen des Herzens ist da ein wichtiger Bestandteil von. Und es wird dein Leben verändern.